Heute ist der 4. 4. Juni 2025 und ich befrage Willi heute zu seinem Buch Dekalog, Dodekalog und lese kurz etwas aus dem Vorwort vor, damit seine Antworten zu den 12 Geboten, nicht die 10 Gebote, sondern die 12 Gebote verständlicher sind. Also, in der vorliegenden Schrift wird nicht von Gott, sondern von der Schöpfung gesprochen. Die Schöpfung ist das Sein und Nichtsein des Lebens. Sekunde, ob ich hier den Ton richtig habe. Gut. Die Schöpfung ist das Sein und das Nichtsein des Lebens. Sie ist die ungeheuerste Masse geistiger Energie im Universum. Sie ist Geist in reinster Form und unmessbar in ihrer Weisheit, in ihrem Wissen, in ihrer Liebe und in ihrer Harmonie und Wahrheit. Die Schöpfung ist etwas geistig Dynamisches, eine für Menschen ungreifbare, über allem waltende Reingeist-Intelligenz-Energie, die allzeitlich aktive, kreative, unaufhaltsam in Entwicklung stehende, alles in sich schließende Weisheit und Liebe. Ja. Und da müssen wir dazu sagen, wir haben jetzt das vor rund 50 Jahren, habe ich das geschrieben, und da hat man noch von Geist geredet. Weil der Mensch nichts anderes kennt hat. Er hat das Wort Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie hat er nicht gekannt. Und heute, rund 50 Jahre später, ist der Mensch so weit aufgeklärt und hat gelernt, dass der Geist einfach ein Wort ist, wo nichts aussagt, wo das nicht sagen tut, was es wirklich ist, nämlich Schöpfungsenergie. Und heute brauchen wir das Wort, den Begriff Schöpfungsenergie und Schöpfungslebensenergie. Die Schöpfungsenergie ist die, wo alles beleben tut, wo also die Schöpfung vorhanden ist, wo alles Leben existiert daraus kann leben. Und die Schöpfungslebensenergie ist diejenige Energie, wo beim Mensch das Bewusstsein bilden, wo fähig ist zu evolutionieren, bewusst kann arbeiten und so weiter und so fort. Wie das auch bei den Tieren, bei den Getieren und sonstigen Lebensformen ist. Nur, dass die eben nicht bewusst evolutionsfähig sind. Das Tier zum Beispiel ist eine halbbewusste Lebensform, also durch die Schöpfung Lebensenergie, währenddem, dass die anderen Formen nur impulsmäßiges Leben haben oder instinktmäßiges Leben haben, empfindungsmäßiges Leben haben und so weiter und so fort. Aber beim Menschen ist es sehr weg, dass er voll bewusst in seinem Bewusstsein fähig ist dazu zum Lernen, also zum Evolutionieren und sich Wissen anschaffen. Ja. Wobei bei den Tieren gibt es auch eben Abstufungen von... Je nachdem, was für Tiere sind, ist das, was wir sagen, Bewusstsein. Es ist abgestuft, mehr oder weniger. Je höher das Tierform ist, umso mehr hat sie ein bewusstes Bewusstsein. Ja. Aber anders lernfähig als der Mensch das ist, bewusst lernfähig. Das Tier ist nur zum Teil bewusst lernfähig, je nachdem, eben wie ich gesagt habe, abgestuft nach der wie soll man sagen, nach der Höhe von der Bewusstseinsebene, von der Fähigkeit, wo die Tiere haben. Ja. Und das hat auch ein Getier, wo
wo instinktmäßig tut lernen, oder? Und andere Lebensformen, wo impulsmäßig lernen oder wo einfach reagieren, je nachdem, was für Lebensformen es gibt. Und das gibt in der Regel Hunderte, Tausende von verschiedenen Lebensformen, von der höchsten aber bis zu den niedrigsten. Ja. Und die niedrigsten, das sind an und für sich da die wie sagt man, winzig klein, wo man nicht einmal sehen von Augen oder nicht feststellen von Augen. Ja, Einzeller und so. Ja, wo nicht einmal Einzeller sind oder Ja. noch minder sind als minder entwickelt sind als Einzeller. Ja. In der Einführung gibt es vielleicht auch noch einen wichtigen Satz. Vorurteile sind allzeitlich unüberwindbare Hindernisse und Schranken auf dem Pfade zur Wahrheit. Richtig. Ein Vorurteil tut immer das verfälschen, was die Wirklichkeit ist, und die Wirklichkeit wird nicht anerkannt oder wird nicht erkannt, und das gibt das, was dann nachher eine Annahme daraus gibt, wo etwas annahmemäßig definiert wird, statt das, was es wirklich ist. Was es in Wirklichkeit ist, was Wahrheit ist. Ja, es entsteht auch immer sofort so innerer Widerstand, wenn man mit der Wahrheit dann konfrontiert ist. Richtig. Das ist ganz automatisch. Wenn der Mensch etwas nicht weiss und nur annehmen tut, das ist so, dann hat er also keine Gewissheit. Dann entsteht automatisch ein Widerstand. Ja. Oder? Und Widerstand im Denken, im Überlegen und so weiter ist nie gut. Man soll der Sache immer komplett auf den Grund gehen, dass man die Wirklichkeit findet, so wie es tatsächlich ist. Also die Wahrheit. Ja. Wobei, wenn du Wort sagst, das heißt halt eben Wahrheit. Das ist, weil selbst die Deutschsprecher verstehen es nicht. Ja, daher. Wort ist die Wahrheit. Ja, genau. Das, wir sagen halt im Schweizerdeutschen, sagen wir halt Wahrheit. Ja, ich weiß. Aber da beschweren sich dann manche, verstehe ich nicht. Und ja. Gut, kommen wir zu den 12 Geboten von Petale. Und zwar das erste lautet: Du sollst keine anderen Mächte und keine Götter, Götzen und Heilige neben der Schöpfung haben. Ja. Der Mensch soll nur das akzeptieren, sehen und schaffen damit und denken damit, was die Wirklichkeit ist. Und die Wirklichkeit ist immer die Schöpfung. Die Schöpfung, wo alles belebt, wo alles existiert daraus, vom Kleinsten bis zum Mächtigsten, ist nur die Schöpfung. Und die Schöpfung sagt man aus dem Grund, weil alles aus ihr rausgehen tut, energetisch belebt wird und die Kraft, die daraus raussteht, auch wieder nur das ist, was die Schöpfung im Gesamten, wie soll ich sagen, darstellen tut, verkörpern tut. Dann die Schöpfung ist nichts anderes, wenn man es auf ganz eine einfache Art und Weise sagen, Natur. Und die ist gesamtuniversell einheitlich. Es gibt nicht eine zweite Natur, nicht eine dritte Natur. Es gibt einfach einen Unterschied in der Natur. Bei dem Gebiet blüht sie auf diese Art und Weise und so weiter und so fort. Bei einem anderen wieder andererweise. Aber grundsätzlich bleibt es die genau gleiche Natur von Anfang bis zum Ende. Während dem ganzen Existieren
ändert sich einfach, wie soll ich sagen, die Formen von der Natur, von der Pflanzen, von der Lebensformen überhaupt, von der Fauna und Flora und so weiter und so fort. Das ist das, was sich ändert. Aber es bleibt immer einfach nur Natur. Und die ist gesamtuniversell gegeben, in allen 7 Universen von der Schöpfung, in allen Räumlichkeiten, in allen Dimensionen. Ja, die Naturkräfte sind überall gleich. Genau. Und es sind alles nur Variationen. Ja, genau. Es gibt also keinen Unterschied. Es gibt nur eine Natur und die gilt gesamtuniversell. Also in allen 7 Universen von der Schöpfung. Ja, und das heißt auch immer sollst, das ist also kein Zwang, sondern der freie Wille wird respektiert. Es ist nichts zwangsmäßig vorgegeben. Natur tut sich entwickeln nach der Umgebung, so wie sich das und jenes und dieses ergeht tut sie sich entwickeln, aber ohne Zwang. Es heisst also, es tut sich einfach selbstständig anpassen. Ja. Und der Mensch sollte das auch machen, durch seinen freien Willen. Aber das tut er nicht. Er tut seinen Willen tut er eigentlich traktieren durch das, dass er sich indoktrinieren lässt. Oder? Und nicht an dem festhalten, was Verstand und Vernunft vorgeht tut, schon vom 21. Tag nach der Zeugung her, wenn also im Embryo, oder? Und der tut sich eigentlich das ganze Leben lang erhalten, aber der Mensch lässt sich indoktrinieren und tut seinen Verstand und seine Vernunft dem angleichen, wo er nicht sollte, nämlich der Einfluss von anderen Menschen, wo das und dieses und jenes nicht richtig verstehen und praktisch Lügen erzählen, Betrug begehen und so weiter und so fort und die Sache anders darstellen, als sie in Wirklichkeit in Wahrheit ist. Das 2. Gebot lautet, du sollst den Namen der Schöpfung heilig halten und ihn nicht missbrauchen. Ja, das heisst, heilig halten heisst ganz einfach, um da nicht, also nicht religiös gesehen. Und es ist auch nicht religiös gesehen, das Wort heilig, das ist Blödsinn. In dem Sinn, wo es auf eine Religion, auf einen Glauben bezogen ist, sondern einfach heilig in dem Sinn, dass man das nicht soll antasten, was vorgegeben ist, was richtig ist, was Natur an und für sich eigentlich ist, das gesamte Leben. Und das soll man nicht missachten, nicht schänden und so weiter und so fort. Sondern man soll es heilig halten. Und heilig halten heisst, mit einem anderen Wort, man soll es ehrlich, sauber halten, so wie es tatsächlich dem Wort entspricht. Ja. Heilig kannst du einfach übersetzen mit dem reinhalten. Ja, gut. Der 3. Gebot lautet, du sollst jeden Tag zum Feiertag machen und ihn heiligen und dann in Klammern kontrollieren. Ja, das ist genau dasselbe. Du sollst das, was tatsächlich täglich ist, reinhalten. Du sollst nach dem leben, was die Schöpfung eben Natur vorgeht tut und nicht irgendetwas anderes machen, wo dann falsch ist, wo wieder das alles gerichtet ist. Ja. Also wieder das Rechte, wieder das Reguläre, wieder das konkret Richtige.
Und den Tag zum Feiertag machen bedeutet, dass man jeden Tag schätzen sollte. Du sollst ihn, schätzen, du sollst ihn sauber halten, du sollst also nichts Falsches tun nach Ermessen von dem, was vorgegeben ist durch die Schöpfung. 4. Gebot, du sollst nicht brechend werden im Bunde mit der Schöpfung, darin enthalten. Du sollst nicht Ehe brechen. Ja, das Ehebrechen, das ist nicht nur bezogen auf das zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und so weiter und so fort. Sondern du sollst nicht Ehe brechen. Das ist sehr viel weitläufiger, als der Mensch sich Gedanken machen tut darum. Und zwar, du sollst nicht Ehe brechen. Das, was die Schöpfung bringt, sollst du nicht kaputt machen und anders definieren und falsch auslegen und so weiter und so fort. Dass es also heutzutage reden wir von Krieg, oder? Das heisst also, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst auch keinen Krieg machen. Das ist wieder das, was die Natur vorgibt, dass das Leben wertvoll muss bleiben und nicht geschändet wird. Genauso wie ein Verhältnis von Mensch zu Mensch, also zwischen Mann und Frau oder zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau, wie du das dann siehst, je nachdem wie die geartet sind, dass du das sauber halten tust. Und nicht irgendetwas machst, wo das verletzen tut. Oder verändern oder sogar kaputt machen tut. Es ist also sehr viel weiterläufig, die Ehe, so wie der Mensch das nennt. Die Ehe ist nichts als eine Verbindung, oder? Eine reine, saubere, korrekte Verbindung. Und zwischen den Menschen, also zwischen Mann und Frau, zwischen Mann und Mann und so weiter und so fort, genauso zwischen dem Mensch und der Natur. Mhm. Und eine Ehe ist nichts anderes als ein Wort, wo kreiert worden ist, wo eigentlich Verbindung heissen muss. Ja. Jetzt auf Ehe bezogen, weil dann Auf Ehe bezogen, genauso wie auf das Verhältnis bezogen von Mensch zu Mensch. Genauso auf Verbindung bezogen vom Mensch zu der Natur. Oder Mensch zu den Tieren und so weiter und so fort. Oder zu den Getieren oder Vögeln oder Fisch oder was es dann eben ist. Dass das Verhältnis sauber gehalten wird. Ja. Jetzt manchmal ist es halt aber so, dass man sich halt anders entwickelt, zum Beispiel in der Beziehung. Ja, das ist das, wo der Mensch eben ein Bewusstsein hat, wo er selber muss Kontrolle ausüben darüber und sehen, was richtig und was verkehrt ist, was falsch ist, und dass er das Verkehrte, Falsche eben bekämpfen und nicht machen tut, sondern genau das macht, was die Verbindung fordert, was, wie soll ich sagen, was das Verhältnis zu dem und diesem und jenem fordert. Also auch zwischen Mensch und Natur, Mensch und Schöpfung also. Dass das nicht verletzt wird. Ja. Na, ich weiß jetzt schon, dass Leute das dann wieder so interpretieren, aber man darf sich nicht scheiden lassen. Das meine ich halt. Das heisst absolut es nicht, dass man sich nicht scheiden lässt. Ja. Wenn man merkt, es funktioniert nicht, dann kann man einfach etwas sein lassen. Ja. Ja. Oder? Ja. Das heisst also, wenn eine Ehe nicht funktionieren kann, das Verhältnis von Mensch zu Mensch, dann kann man das beenden. Man kann auf die Zeit zum Beispiel und schauen, ob man das kann in Ordnung bringen und so weiter und so fort.
Aber es heisst nicht, dass das untersagt wird, dass das nicht richtig wäre, sondern im Gegenteil. Wenn etwas nicht funktioniert, dann lässt man es sein und schaut auf andere Art und Weise, dass man das kann in Ordnung halten. Ja. Oder? Das heisst also, ein Ehepaar kann sich auch scheiden lassen, wenn es nicht funktioniert, weil es nicht geht, so läuft, wie es laufen müsste, dass die Verbindung, die grundsätzlich muss da sein, eben nicht da ist und nicht zu schaffen ist, dass sie hergestellt wird. Ja. Und es öffnen sich dann auch immer wieder auch neue Tore, weil viele Leute Richtig. haben auch wieder Angst, sich scheiden zu lassen, weil Richtig. man ist jetzt schon, sagen wir, 20 Jahre zusammen. Ja, eben, und dann kann es unter Umständen zum Mord und Totschlag führen. Genau das Verkehrte, was soll passieren. Ja, Oder? ja. Und dann ist es Nämlich, besser. dass ein Verhältnis dann einfach aufgelöst wird und man schaut, damit zu Schlag kommt, dass man das regeln kann und so weiter und so fort. 5. Gebot lautet, ehre die Schöpfung, gleich wie du Vater und Mutter ehrest, achtest und liebst. Ja, das ist das, was wir ja die dauernd jetzt reden davon. Man soll die Schöpfung so ehren, die Natur so ehren und in Ordnung halten, so wie sie tatsächlich ist, selbstständig arbeiten tut und alles richtig macht. Oder? Und das soll man ehren und würdigen und soll sie in dieser Form auch für sich selber behalten und demgemäß denken und handeln. 6. Gebot, du sollst nicht töten in Ausartung. Ja. In Ausartung töten ist zum Beispiel Mord, Totschlag, Folter und so weiter und so fort. Und in Ausartung töten ist alles andere als das, was die Schöpfung vorgibt, dass man kann eine Lebensform entleben, so wie es von alters her überliefert ist vom Nokodemion schon. Eine Lebensform, wo man das Leben nimmt, um sich können nahrungsmässig zu erhalten. Aber man soll das mit Maß und Ziel machen, oder? Und nicht einfach, wie soll ich sagen, einfach auf Fleisch gieren, sondern einfach, wenn es notwendig wird, dass man dann eine Lebensform entleben tut und sie als Nahrung brauchen tut. Oder? Und ein Mensch töten ist immer eine Ausartung. So oder so, es ist dann ein bewusstes Leben, ein Bewusstsein, das ist etwas ganz anderes als Instinktleben oder Empfindungsleben und so weiter und so fort. Und ein bewusstes Leben, das, wo bewusst denken kann, soll man nicht schädigen, nicht töten. Ja. Wenn es um Wenn es alleine geht um den Lebenserhalt, und zwar nur bei Nahrung. ja, aber wie ist es, wenn man eben angegriffen wird und jemand will einen töten und man verteidigt sich? Ja, dann ist eine Verteidigung und dann kann es unter Umständen halt dazukommen und das ist dann ungewollt. Ja. Oder? Also Da heisst wir haben da das Wort Notwehr, aber das heisst nicht, dass man den anderen Mensch muss töten deswegen, sondern sich einfach wehren und das, was ist, zu neutralisieren. ja, man sollte bemüht sein, den anderen nicht Genau. zu töten, Genau. sondern Ja. nur zu entkommen im Grunde. Genau. Ja, oder kampfunfähig Kampfunfähig, machen oder einfach so oder Ja. diesen und jenen Weg oder aber einfach nicht töten. Ja.
Wobei das in manchen Situationen sicherlich schwierig ist. Ja, das, Ne? ja, Also wenn das, jemand schwer bewaffnet ist, das dann, kann passieren. Ja. du sollst nicht, 7. Gebot, du sollst nicht raubend und enteignend sein. Ja. Man soll das, was einem anderen Mensch gehört, soll man ihm sein lassen. Genau das auch einem Tier. Er hat seinen Lebensraum, man soll ihm seinen Lebensraum sein lassen. Man soll nicht den Lebensraum rauben und brauchen, Häuser bauen, weiss ich was. Genauso wie bei den Getieren oder den Gewässern, den Meeren. Man soll das nicht schädigen, dass die Tiere, die Getiere und weiss ich was alles, die Fische und, oder in der Luft Vögel und so weiter nicht mehr können leben. Man soll allen seine Sachen so lassen, wie ihnen das zusteht. Ja. Und Ja. das schließt im Grunde auch den Raubbau der Mineralien und Richtig. Öl und so weiter ein. Das geht auf dem Planet schon los, dass man nicht soll, die Erde ausbeuten für ihre Ressourcen, die sie hat, in dieser Art und Form, dass der Planet Schaden nimmt. Und unser Planet nimmt Schaden. Ja, Durch das, was alles ausgebeutet wird. Und das will Geologie nicht wahrhaben. ja. Oder? Ja, wir rauben ja alles. Also Ja. es bleibt ja nix. Ja, es Angetastet. bleibt nichts. Es Ne, bleibt es wird- rein gar nichts. Ja, wird nichts übrig blieben. Du soll, also 8. Gebot, du sollst nicht falsch zeugen, wider die Schöpfung und das Leben. Ja. Man soll das, was Wahrheit ist, soll man vertreten und leben. Denn das gehört immer zusammen, leben und vertreten und das Handeln dazu. Demgemäß, wie es tatsächlich muss sein. Man soll das nicht missbrauchen, abändern und so weiter und so fort, sondern man soll die Sache so lassen, wie sie tatsächlich naturmäßig, also schöpfungsmäßig vorgesehen ist. Man soll es nicht ändern. Denn jede Änderung, die man schaffen tut, gegen die Schöpfung, gegen die Natur, bringt Schaden. Das ist von alters her bekannt. Und es wird einfach nicht mehr daran gedacht, der Mensch ist so gleichgültig und verantwortungslos geworden, dass er überhaupt das nicht einmal mehr realisieren tut, dass er alles zerstört mit dem, dass er zuwider handelt gegenüber der Natur, gegenüber der Schöpfung, gegenüber dem, man kann sagen, dem Gesetz. Man kann wirklich das als Gesetz anschauen. Ja, es hat ja eine Gesetzmäßigkeit. Ja. Wenn man, Nur ist es nicht geschrieben worden Ja. von der Schöpfung, sondern es existiert einfach. ja, das sind diese Gesetzmäßigkeiten, die der Schöpfung inhärent sind. Ja, genau, Und wenn man die bricht, dann, ja, hat man nur Schaden. genau. Früher oder später. Ja. Genau, so wie es zum Beispiel heute auf der Welt ist, mit bald 10 Milliarden Menschen, wo 20-fach übersetzt ist von dem, was die Erde mag tragen als Menschen, wo die alles kaputt machen, zerstören, die ganze Natur, die ganze Schöpfung in Frage stellen und so weiter und so fort. Ja. 9. Gebot, du sollst nie und nie sprechen die Unwahrheit. Ja. Das ist das grösste Übel von der Menschheit, dass immer gelogen wird. Die Sache wird verdreht und verdreht ist schon ein Lug. Und man soll die Sache so klar sagen, wie sie tatsächlich ist, wie sie der Wirklichkeit, also der Worte entspricht. Ja. Und man soll nicht die Sachen verdrehen, denn das gibt Missverständnis, das gibt Streit und das gibt Krieg. Ja. Selbst wenn man es nicht verdreht, ist es oft schwierig,
das, was man sagen will, richtig auszudrücken. Ja, genau. Oft schon Missverständnisse, obwohl man sich richtig, Man es richtig meint, aber es wird falsch zum Ausdruck gebracht und falsch zum Ausdruck bringen ist bereits gelogen. ja, 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 ja das ist tatsächlich Ja. so. ja, Aber das will der Mensch nicht begreifen, dass das so ist. ja. Oder Oder, es wird falsch verstanden und genau. oder Selbst wenn es richtig Ja. zum Ausdruck gebracht wird, muss auch das Verständnis da sein, Genau. es zu verstehen. genau. Darum muss man versuchen, die Sache immer so darzulegen, damit der Mensch das richtig versteht. Ja, Das ist auch bei den Akademienlehrern, dass man die Sache so darlegt, das, was man sagt, dass das klar ist. Und wenn etwas nicht klar ist, dann tut man nachfragen und so weiter. Also wenn man es selber nicht versteht, nicht kann nachvollziehen, wie man so sagt, dann kann man nachfragen. ja. Oder? 10. Gebot, du sollst nicht begehren in Habsucht nach materiellen Schätzen und dem Besitztum des Nächsten. Ja, das ist genau das, was wir vorhin schon gesagt haben. Nur ist das erweiterte Form, es ist ein bisschen mehr klargelegt. Man soll also nicht stellen, man soll nicht dem anderen die Sachen wegnehmen. Auch der Natur nicht, was nicht notwendig ist, soll man der Schöpfung, soll man der Natur sein lassen, dort, wo es ist und gedeiht und so weiter und so fort, wo es dort Sagen bringt, wie man so sagt, oder wir brauchen das Wort Sagen, wo du einfach ein anderes Wort kannst brauchen. Es ist gut, es kann dort leben, es ist in der Ordnung und so weiter und so fort, dass man es dort sein lässt, wo es tatsächlich hergehört. Dass man es nicht stellen, rauben oder weiss ich was, vielleicht mit Mord und Totschlag und so weiter und so fort, sondern dass man das einfach dort lässt, wo es ist und auch das Gut, wo der Mensch hat, wo er sein Eigentum, das soll man in Ruhe lassen und soll es ihm lassen und nicht meinen, man müsse es ihm entwenden, man müsse es ihm stellen und so weiter und so fort. Oder? Ja, das erste war mehr, dass man nicht stiehlt, aber man soll eben in diesem Fall auch nicht begehren. Also, Ja. da Eben, geht's los. das Begehren, das ist nichts anderes als der Mensch sich einbildet, ja, das ist gut für mich, das will ich haben, das will ich besitzen und so weiter und so fort. Und das ist falsch. Der Mensch soll in jeder Beziehung immer so denken, dass er für das, was er selber erschaffen tut, zuständig ist. Und wenn er etwas sieht bei einem anderen und das besitzen wollen, dass er selber schaffen tut dafür und das Gleiche in sich kann besorgen. Oder? Und nicht einem anderen einfach die Sache, wir sagen vergunnen, oder? Und das Vergunnen, das führt in der Regel zu Raub, zu Diebstahl und unter Umständen zum Mord und Totschlag. Ja. Kein Neid entwickeln. Genau. Keine Gier. Genau. 11. Gebot, fluche nicht der Wahrheit. Ja. Eben, und das ist genau das, wovon wir ja jetzt die ganze Zeit reden, dass das, was tatsächlich das Wort ist, dass die nicht akzeptiert wird, dass die verdreht wird, verlogen und betrügerisch angewendet wird und so weiter und so fort. Nur nicht, wie soll ich sagen, es wird nicht bei dem bleiben, was tatsächlich ist, oder? Sondern es wird verdreht, oder? Und das ist eigentlich, wie wir nach unserem Begriff, wie wir das Wort brauchen oder Begriff brauchen, ist das Politik. wie soll ich sagen, eine Verunglimpfung, Ja. oder?
Und eine Verunglimpfung ist immer ein Fluch. Das, was wir als Fluch sagen oder erwähnen. Genau wie wenn einem Diamanten ein Fluch angedichtet wird, oder? So einen Fluch gibt's gar nicht. Oder ein Amulett oder ein Talisman. Übrigens, das ist dann im Bericht auch, ist so, weisst, dass Angst erzeugt wird damit, oder? Und so weiter und so fort. Und das, was dann angedichtet wird, das ist das, was man Fluch nennt. Oder? Und dann tust du die Wahrheit, die Worte verfluchen, das, was tatsächlich ist. Und das soll der Mensch nicht machen. Ja. Oder? Dann, es existiert auf der Welt alleine wegen diesen Talismanen und der Amulett und Diamanten und weiss ich was alles. So idiotische Flüche, oder, wo angeblich auf dem lastet, wo den Menschen Angst eintreiben. Ja. Und das macht man nicht. Das ist einfach grundsätzlich falsch. Das ist falsch denkt, falsch geredet und so weiter und so fort. Und das Falschreden, das erzeugt wiederum Streit und schlussendlich führt es wieder zu Krieg. Das heisst wiederum, schlussendlich ist wieder Mord und Totschlag. Ja. Ja. Ja, deine Schriften haben noch gar nicht den Punkt erreicht, dass sie verflucht werden, sondern sie werden immer noch ignoriert im Grunde. Ja, genau. Ne? Also es ist wirklich wie Schopenhauer oder so, Ja, diese 3 Stufen der Wahrheit von der. Ja. Erst wird's eben ignoriert und dann wird's eben verunglimpft und verflucht und dann nachher ist es dann mit Mord und Totschlag. ja, aber nachher wird dann die Wahrheit dann als eben erkannt. Aber diese 3 Stadien. Aber zuerst gibt's Krieg. Ja. Also Ja. Streit, Krieg. Ja. Das ist zwangsläufig. Ja. Und das kenne ich seit Bub schon. Ja. Darum hat man es jetzt 27 Mal versucht. Ja. Du weisst, wenn du die Worte sagst, dann stoßest du automatisch an beim Mensch, Ja. wo nicht denken tut, wo selber nicht denken tut, wo nur glauben tut. Ja. Dem ist Verstand und Vernunft ist überfällig dort. Da wird gar nicht Verstand und Vernunft angesprochen, sondern es wird da, wenn du die Worte sagst, von der anderen Seite, von den Gläubigen, wird das als Beleidigung aufgefasst. Und eine Beleidigung schafft wieder Rache. Und Rache verschafft wieder Vergeltung. Ja. Oder? Das ist ja so ein Mensch. Weil er nicht selber denken tut, sondern einfach glauben tut. Ja. Und Glauben ist das, was der Mensch nicht soll. Denn durch etwas Glauben sieht er nicht das, was die Wahrheit ist. Was die Wirklichkeit ist. Ja. 12. Gebot: Lege die Schöpfungsgebote und Schöpfungsgesetze nie und nie in unwerte Kulte. Ja, und genau das wird eben gemacht. Ja. Alles, was die Natur anbelangt, was die Schöpfung anbelangt, das wird missbraucht. Es geht nicht nur um das Wort, sondern auch um Tat und Handlung. Es wird alles kaputt gemacht. Es wird genau gegen dem geschaffen. Es wird gegen dem geredet. Es wird gegen dem gehandelt, was müsste sein. Naturmäßig, schöpfungsmäßig,
wahrheitsmäßig müsste sein. Ja. Ja. Das sind die 12 Gebote. Und die existieren schon seit Millionen von Jahren. Ja. Ja, und werden sich auch nicht ändern. Nein, so schnell nicht. Nein. Und auf der Erde, also wirklich, da ist es sehr schlimm. Da ist Ja. es wirklich sehr schlimm diesbezüglich. Dass all die 12 Gebote völlig missachtet werden, einerseits, und andererseits falsch interpretiert werden. Das ist der zweite Fall. Und das dritte, dass es falsch gehandelt wird. Ja. Also allein, wenn man sich die Medien anschaut, du erhältst ja nie die Wahrheit. Nein. Weil das Die Wichtigste... lügen nach Strich und Faden Ja, mit Druck. Das ist das- wirklich Ja, Druck. über dich wird ja nie berichtet zum Beispiel. Oder, Ja, genau oder so. die Wahrheit Genau generell. so, wie der Herr Gasche jetzt geschrieben hat in einem Artikel vom Infosperber. Es wird nur immer über die Ukraine gesehen, Ja. was die Russen dort gewaltsam, bösartig machen. Aber es wird nie berichtet über Russland, was die Ukrainer bei Russland machen. Ja. Die machen genau dasselbe. Aber das wird totgeschwiegen. Ja. Oder? Ja. Ja, und andere Kriege werden gar nicht erwähnt. Ja. Also, Ja, das Einzige, was jetzt erwähnt, das ist der Stunk, wo da Israel macht, Ja, oder? natürlich. Netanyahu. Ja. Da läuft ein Genozid, ja. oder? Und jetzt gerade heute Morgen ist in den Nachrichten gekommen, Syrien fängt an zurückzuschlagen. Ja. Dann Israel hat schon seit Jahren, seit es angefangen hat, bombardiert in Syrien und macht das weiter, Gas zusammengeschossen und so weiter und so fort. Und jetzt fängt sich an Syrien wehren und greift retour auch Israel an. Ja. Ja. Aber manche Kriege werden gar nicht erwähnt. Ja, Oder genau. Bürgerkrieg im Sudan. Und Das wird, da was in siehst du nie Jemen was. noch los ist, Ja, was im Sudan noch los ist, was in Südafrika auch noch los ist und so weiter und so fort. Und das wird gar nicht erwähnt. Das existiert gar nicht in den Medien. Ja. Und da laufen auch. Oder was da im Osten hingeht und läuft, oder mit diesen Diktaturen, was dort quergeschlagen wird. Und mörderisch und alles zusammen, von dem wird gar nichts gesagt. Ja. 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 Insofern ist es wirklich schwierig, nur Ja. einmal ehrliche Nachrichten. Genau. Das gibt's gar nicht. Ja, Das gibt's das ist genau so. Weil die wichtigsten Sachen werden nicht Ja. berichtet. Ja. Ja. Ja, Vielen Dank. Ja, Ja. klar.